Gut, und so ich sage dann willkommen für alle, die jetzt online anschauen. Wir sind im Gottesdienst und wir wollen Pfingsten feiern. Wir wollen die Stelle in Apostelgeschichte 2 anschauen. Es geht um Pfingsten, es geht um den Heiligen Geist. Und wahrscheinlich machen wir weiter nächste Woche bei dieser Predigt. In anderen Worten, wir haben viel zu besprechen bei diesem Thema und ich möchte das nicht so schnell betrachten. Und so lasst uns dann anfangen, indem ich Apostelgeschichte 2 und ich lese einfach Vers 38. Ihr könnt dann später andere Verse lesen, das ganze Kapitel wäre schön, wenn ihr das auch zu Hause lesen könnt, damit wir die Hintergrund, Zusammenhang versteht. Aber ich denke, dass die Stelle ist ziemlich bekannt, der Petrus predigt und geht um Pfingsten. Aber ich lese Vers 38 jetzt vor. Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und wir haben schon besprochen bei uns hier im Gottesdienst, dass der Heilige Geist eine Gabe ist, ein Geschenk ist. Und in der Apostelgeschichte 10, 45 und auch in Kapitel 11, Vers 17 diese Verse nennen den Heiligen Geist ein Geschenk. Also ganz klar in der Schrift zu finden ist das. In Römer 7 nennt die Schrift das Heil ein Geschenk. Also wir müssen nicht alle diese Bibelstellen aufschlagen, aber dass ihr wisst und auch vielleicht später anschauen könnt, in Römer 7 zum Beispiel nennt die Schrift das Heil ein Geschenk Gottes. Auch in Epheser 2, 8 und 9, ganz bekannte Stelle, oder? Also nennt es auch eine Gabe Gottes. For by grace are you saved through faith, auf Englisch. Also denn aus Gnade durch Glauben seid ihr errettet. Und das ist die Gabe Gottes, steht es. Nicht aus Werken sind wir gerettet. Was bedeutet das? Was ist ein Geschenk? Kann ich ein Geschenk kaufen? Für mich selber? Nein. Also ich kann ein Geschenk kaufen für jemand anderes, aber wenn ich ein Geschenk kaufen würde, ist es kein Geschenk mehr. Und das heißt, nehmen wir an, es ist Weihnachten und der Thorsten kommt und hat ein Weihnachtsgeschenk für mich und er bringt zu mir eine neue Barbecue-Sauce oder ein großes Steak oder was auch immer. Und ich sage, ja, danke Thorsten, hier ist 10 Euro, hier ist 20 Euro. Was würde Thorsten tun? Er würde mich so komisch anschauen. Was? Das ist ein Geschenk. Und so, genauso ist es komisch, wenn wir versuchen, zu dem Herrn zu kommen und sagen, Herr, danke, dass du am Kreuz gestorben bist. Jetzt werde ich durch meine Werke zu dir kommen. Das heißt, ich werde meine Sünde wegmachen, indem ich einfach gute Werke tue. Ich lasse mich taufen, ich helfe dann Menschen und ich spende an den Armen. Und der Herr schaut uns komisch an. Jesus starb für dich und du wirst dann durch deine Werke das Heil verdienen. Das geht nicht. Und so, das ist ein Geschenk Gottes. Und die Schrift sagt auch, dass der Heilige Geist ein Geschenk ist. Nun, wir mögen alle Geschenke zu bekommen, oder? Meine Kinder, ist egal was, sie kann einfach ein Spielzeug, was sie schon seit Jahren besitzen, einpacken. Dann sind sie freuen sich, oh, ein Geschenk. Und wir mögen Geschenke zu bekommen. Ich habe gedacht, ich frage jetzt, was ist das beste Geschenk oder ein Geschenk, was ihr in eurer Vergangenheit bekommen habt, das euch so viel Freude gebracht? Jetzt dürft ihr beantworten für mich. Als ich ein Teenager war, mein Opa, er hat geraucht. Ohne Ende hat er geraucht. Und an meinem Geburtstag, am 24. März, er hat aufgegeben zu rauchen. Und dieses Geschenk war für mich so wichtig, so wunderbar. Und ich vergesse das immer noch nicht. Habt ihr vielleicht Geschenke, also ein Gegenstand kann es sein, oder ein Fahrrad oder was auch, was in eurer Vergangenheit so wunderbar war? Gibt es noch Beispiele? Habt ihr keine Smoker bekommen in der Vergangenheit oder sowas? Denk einfach darüber heute und wann auch immer wir an Geschenke denken. Bitte nicht vergessen, dass der Heilige Geist ein Geschenk ist, unser Heil, unser ewiges Leben.
Nun, wir reden oft von dem größten Geschenk Gottes. Das ist Jesus Christus. Die Schrift nennt das ewige Leben ein Geschenk. Das Heil ist ein wunderbares Geschenk von Gott. Aber ewiges Leben ist nicht alles, was uns geschenkt wurde, als wir zum Glauben gekommen sind. Wenn jemand Jesus als Herr und Heiland annimmt, ist es eine ewige Entscheidung. Besser gesagt, es hat ewige Folgen. Man wird komplett geändert. Bevor ich zum Glauben kam, war meine Ewigkeit in der Hölle, getrennt von Gott, aber jetzt ist sie im Himmel. Ich war Kind des Satans und jetzt bin ich Kind Gottes. Das klingt hart, das will niemand hören. Was meinst du, dass die Menschen, die nicht gläubig sind, Kinder Satans sind? So steht es in der Schrift. Ich kann es euch genau zu der Stelle, verschiedene Stellen eigentlich, bringen, wo es so steht. Jesus hat zu den Menschen gesagt, zu den Pharisäern, den Juden gesagt, euer Vater ist der Satan. Also, das heißt nicht, dass du dann vielleicht sagst, du siehst diese Predigt und meinst, ich bin kein Kind Satans. Vielleicht weißt du das einfach nicht. Vielleicht betest du nicht Satan an mit deinen Taten, mit deinen Gedanken. Vielleicht meinst du, dass du kein Kind Satan bist, aber die Schrift sagt, wenn du nicht gläubig bist, wenn du nicht Kind Gottes bist, du bist ein Kind Satans. Und unbewusst kann man ein Kind Satans sein. Unbewusst. In anderen Worten, ich wusste das nicht, bevor ich zum Glauben gekommen bin. Ich war ein ganz normaler Amerikaner. Also wir gingen Ostern, Weihnachten zur Kirche, zur Gemeinde. Wir haben Respekt für dieses Buch hier, für die Bibel, obwohl wir das nie gelesen haben. Wir haben Respekt, wir wussten, man macht sich nicht lustig über Gott, über die Schrift. Ganz normale amerikanische Familie waren wir. Es gibt Millionen in Bayern auch, ganz normale bayerische Familien, die Respekt für Gottes Wort haben oder meinen Respekt zu haben und die würden sagen, ja, wir lieben Gott, wir respektieren Gott, aber die sind trotzdem Kinder Satans. Warum? Weil sie Jesus noch nicht angenommen haben. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder Kind Satans zu sein oder Kind Gottes zu sein. Und das ist hart auch zu sagen, das ist schwierig zu sagen. Aber Gott sei Dank, das ist nicht das Ende der Geschichte. Es gibt eine Lösung zu diesem Problem. In Johannes sagt die Schrift, dass er uns die Kraft gegeben hat, Kinder Gottes zu werden. So, es ist nur hart, wenn ich sagen würde, dass es keine Lösung gibt, aber das sage ich nicht. Es gibt eine Lösung. Du musst nicht ein Kind Satans bleiben. Und so das heißt, meine Ewigkeit, bevor ich zum Glauben kam, war getrennt von Gott. Ich war ein Kind des Satans, aber jetzt bin ich ein Kind Gottes. Ich war Gottes Feind, aber jetzt sein Freund. Ich hatte keinen Zweck im Leben, aber jetzt habe ich einen wunderbaren Zweck. Ich war in einer dunklen Welt, aber jetzt lebe ich im Licht. Die Errettung ist ein Geschenk und auf Englisch sagen wir ein Gift that keeps on giving. Also ob ihr das versteht, ein Geschenk, das immer weiter gibt. Also nicht nur ein Geschenk, was einmalig ist und dann vergessen wir das, wie meine Kinder mit ihren Spielzeugen. Das ist ein Geschenk, wo wir Freude finden jeden Tag. Also jeden Tag ist dieses Geschenk neu praktisch. Nun, der Heilige Geist ist auch ein Geschenk von Gott. Und wenn ich sage, der Heilige Geist, ich meine nicht irgendein wie sagt man das, ein Gedanken oder sowas. Der Heilige Geist ist eine Person. Also wir haben Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Also der ist keine komische, wie sagt man das, also Ding. Er ist Gott. Also er kann denken, er kann reden. Er ist genauso Gott wie Gott der Heilige Vater und Gott der Sohn. Und oft gibt es dann Missverständnisse von Gott dem Heiligen Geist. Es gibt viele Missverständnisse über ihn. Aber der Heilige Geist ist ein Geschenk, so steht es in der Schrift. Er ist ganz wichtig in unserem Leben. Und ich weiß, es gibt viele Irrtümer, also Irrtum in dem Glauben von vielen über den Heiligen Geist. Die wollen den Heiligen Geist wichtiger machen als Jesus selber. Die wollen die Gaben des Geistes wichtiger machen und die wollen eine Show machen. Und es gibt viel Irrtum über den Heiligen Geist. Aber das heißt nicht, dass wir ihn vergessen dürfen. Es gibt, wie heißt das auf Englisch, heißt ein Pendulum, wie von einem Ohr. Und es schwenkt, also
geht von einer Seite auf die andere. Und manchmal meinen wir, weil es gibt eine Irrtum hier, kommen wir so weit auf die andere Richtung, wie die Pharisäer. Das war eine Reaktion auf falsche Lehre und die Pharisäer sind auf die andere Richtung gekommen. Und das machen wir manchmal in bibeltreuen Gemeinden auch. Die Menschen haben Angst, von dem Heiligen Geist zu reden. Die werden meinen, du bist Charismatiker oder was. Nein, der Heilige Geist gehört nicht den charismatischen Gemeinden. Der Heilige Geist ist unser Beistand, unser Trost, unser Freund, unser Gott. Und es gab eines Tages haben wir Familie Falkenberg besucht, Kim und ich. Wir wohnten zu dieser Zeit in der Nähe von Regensburg und wir waren dann vorübergehend in einem Haus von Freunden. Dann wollten wir nach Amerika reisen, Reisedienst machen, dann zurückkommen und eine Wohnung finden, Haus finden. Aber 2 Monate lang waren wir in diesem Haus von Freunden. Die Freunde waren in Amerika, so das Haus war leer und wir durften da wohnen. Und wir besuchten dann Familie Falkenberg in Hanau, ungefähr 3 Stunden von Regensburg. Und wir kamen zurück an einem Sonntagabend, ziemlich spät, so circa 11 Uhr abends, 23 Uhr abends. Und wir kamen dann an das Haus an und die Kinder waren beim Schlafen. Die sind eingeschlafen auf der Reise, auf der Fahrt. Und wir hatten dann schlafende Kinder und wir waren müde, wir wollten ins Bett, das ist klar. Und so wir kamen zur Haustür, dann habe ich geschaut, wo sind meine Hausschlüssel? Die waren nicht da. Also ich habe die liegen lassen bei Familie Falkenberg in Hanau. Und das war ganz, ganz schlimm. So wir haben dann Familie Braun, also ihr kennt Dan und Dina, die waren einmal hier. Familie Braun haben wir angerufen, zu der Zeit wohnten sie in Regensburg, in der Nähe von Regensburg. Und wir sagten, wir haben keinen Hausschlüssel. Die sagten, ihr dürft zu uns kommen, wir haben bei denen geschlafen dann. Und wisst ihr, ich habe etwas Wichtiges gelernt an dem Tag. Ein Schlüssel ist so klein, es ist nur das kleines Ding, aber so extrem wichtig ist der Schlüssel, oder? Wie ein gutes Beispiel ist denk an ein Auto. Wie wichtig ist ein Auto? Also ein Auto ist ein großes Ding, es kann dich von Punkt A bis Punkt B bringen. Ein Auto hat viel Wert, also es ist nicht billig. Ein Auto ist wichtig in deinem Leben, aber was ist ein Auto ohne den Schlüssel? Ist ein Gegenstand mit keinem Zweck, oder? Es sitzt einfach da, ist ein Gegenstand ohne Zweck. Und so ist unser Leben ohne den Heiligen Geist. Wir meinen oft, der Heilige Geist ist nur ein kleiner Teil unseres Lebens. Nein, ohne den Heiligen Geist haben wir keine Kraft in unserem Leben, können wir nichts tun. Ohne Gott können wir nichts tun. Und wir meinen, wir können unsere Probleme lösen, ohne zu beten, ohne mit dem Herrn, Zeit mit dem Herrn zu verbringen, ohne dass der Heilige Geist uns hilft. Nein, er hat so viel Kraft. Und ich glaube und ich fürchte, dass viele Gemeinden heutzutage sind wie ein Auto ohne Schlüssel. Die existieren, die sind da, aber die sind nutzlos, haben keine Kraft, keinen Zweck. Also ein Auto ohne Schlüssel ist, warum? Und ich möchte nicht mein Leben verbringen ohne den Heiligen Geist, ohne Zweck, ohne Sinn. Und ich hoffe, dass wir das verstehen. Es geht um Pfingsten in dieser Stelle. Und wie wichtig war der Heilige Geist? So wichtig. Was hat Jesus gesagt zu den Jüngern, nachdem er wieder gekommen ist und bevor der Heilige Geist gekommen ist? Er sagte zu den Jüngern, warte. Warte. In Apostelgeschichte 1 ist das. Er sagte, warte, tu nichts in die Welt gehen, nichts predigen, nichts tun. Warum? Der Heilige Geist ist noch nicht gekommen. Aber er sagte, Jesus hat versprochen, in Apostelgeschichte 1 in Vers 8, nachdem der Heilige Geist gekommen ist, dann kriegt ihr Kraft, das zusammenfassen. Also man kann es direkt lesen hier in Kapitel 1, Vers 8. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Aber zuvor hat er gesagt, warte, weil er nichts tun könnt ohne Gott, ohne den Heiligen Geist.
Und so der Heilige Geist ist der Schlüssel zu einem kraftvollen Leben, der Schlüssel zu einem Dienst, der wirksam ist. Nun lasst uns diese Stelle ein bisschen betrachten, um zu verstehen, was passiert ist zu dieser Zeit. Der Hintergrund von Pfingsten. Es kommt aus dem jüdischen Wochenfest. Also das ist in 3. Mose 23 zu finden, wenn ihr das selber lesen wollt, dann später 3. Mose 23, dann nämlich die Versen 15 bis 22. Und es hat die Weizenernte gefeiert. Also für die Juden damals war es wichtig, die Weizenernte zu feiern. Und es ist die erste von 3 Festen, wo alle Männer nach Jerusalem kommen mussten. Also es gab 3 Festen, alle Männer mussten nach Jerusalem. Das haben wir ein bisschen betrachtet, auch in unserem, am Donnerstagabend mit Johannes, wo Jesus dann in Jerusalem war. Es war ein anderer Fest, aber es gab dann 3 Feste. Und es war Pflicht dann, dass alle Männer nach Jerusalem kommen und feiern. Und in 3. Mose 23, Vers 16 sagt uns, dass ein Opfer von der neuen Weizenernte dargebracht wurde. Also das ist ein bisschen Hintergrund. Deswegen gab es so viele Menschen in Jerusalem zu dieser Zeit. Deswegen waren alle die Menschen gekommen. Und es fand genau 50 Tage nach dem Erstlingsfrüchtefest. Also 7 Wochen heißt es wortwörtlich. Also Pfingsten heißt 7 Wochen, das heißt 49 Tage. Aber dann werden die 49 Tage nach dem Tag, dann ist 50 Tage, 7 Wochen. Genau 50 Tage nach diesem Erstlingsfrüchtefest. Und deshalb heißt es Pfingsten. Das bedeutet 50. Jesus ist während, wie gesagt, dem Erstlingsfrüchtefest auferstanden. Also während diesem Fest ist Jesus aufgestanden. Dieser andere Fest. Nun, Juden aus der ganzen Welt kamen nach Jerusalem, um dieses Fest zu feiern. In Vers 5 von unserer heutigen Stelle in Kapitel 2. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Und dann in den Versen 9 bis 11, das möchte ich nicht vorlesen, weil das wird extrem schwierig, diese Worte auf Deutsch zu lesen. Aber es gibt uns dann eine Beschreibung von Menschen auf verschiedenen Ländern. Und ihr könnt das viel besser sprechen als ich. Aber diese Menschen von verschiedenen Ländern. Nun, kennt ihr den Historiker Josephus? Wie sagt man? Josephus wahrscheinlich. Okay. Josephus, okay. Er schätzte, dass in Jerusalem während Festtagen 3 Millionen Menschen gab. Das war seine Schätzung. Nun, andere meinen, es müsste viel weniger gewesen sein, 250.000. Das ist ziemlich egal. Der Punkt ist, es gab viele Menschen. Aber dass ihr wisst, auch die Historiker sagen, es gab viele Menschen zu diesen Festzeiten. Was ganz klar ist, es war Pflicht. Also die Menschen, die Gott geliebt haben oder die Menschen, die nur Religion ausgeübt haben, die kamen aus Pflicht. Es gibt auch in unserer heutigen Welt Menschen, die eine Religion haben und die Pflichten der Religion einfach machen, auch wenn die nicht Gott lieben, auch wenn es einfach Pflicht ist. Ich könnte sagen, aus meiner Heimat in Virginia kommen viele Menschen auch in bibeltreuen Gemeinden, weil es Pflicht ist. Das finde ich schade, die sollen mit richtigem Herzen kommen, aber viele kommen, um Pflichten zu erfüllen. Und so war es. Nun, und dann kam der Heilige Geist, wie gesprochen. Das ist in den Versen 1 bis 13 zu finden. Und Jesus hat versprochen, dass er kommen würde. Das ist eine Erfüllung von vielen Bibelversen eigentlich, von vielen Versprechungen. Zum Beispiel Jesus selber in Johannes 16,7. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Jesus hat selber prophezeit, dass der Heilige Geist kommen würde. Und das ist auch ein Beweis, eine Bestätigung, dass Jesus Gott ist, dass Jesus alles gewusst hatte und dass er allwissend ist. Er hat was versprochen, es ist auch wahr geworden. Jahre später. Nun, in Apostelgeschichte 1, Vers 8, was ich schon gelesen habe, ist das auch ein Versprechen von Jesus, dass der Heilige Geist kommen wird. Und was ist mit diesem Kommen zu sehen?
Jesus hat gesagt, dass mit Kraft kommt. Kraft. In dem Heiligen Geist ist Kraft zu finden. Deswegen sagte Jesus, warte. Aber wenn kommt, Jesus sagte, warte bis kommt. Aber wenn kommt, dann geh raus, geh in die ganze Welt. Sagte ich lese nochmal in Vers 8 von Kapitel 1, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und in Samaria und bis an das Ende der Erde. In anderen Worten, ich glaube, Jesus redet mit der Gemeinde. Er redet mit bestimmten Menschen, klar, mit den Jüngern. Aber er hat die Gemeinde in seinem Kopf. Das ist jetzt Anfang der Gemeindezeit. Früher gab es den Tempel, gab es die Juden. Wir haben mit unseren Kindern auch das betrachtet diese Woche. Für die ersten 2000 Jahre der Geschichte, der Mensch, Gott hat direkt mit dem Mensch gesprochen, mit dem Mensch gearbeitet. Wie wussten Kain und Abel, dass die Opfer darbringen sollten? Von ihren Eltern und auch von Gott selber. Wie wissen wir das? Die wussten, die mussten ein Opfer darbringen. Das kam nichts von alleine. Gott hat mit den Menschen gesprochen. Und dann was ist passiert, nachdem Kain ein schlechten Opfer dargebracht hat? Gott hat direkt mit ihm geredet. Das ist in der Schrift zu finden. Gott redet direkt mit den Menschen. Und so war es ungefähr 2000 Jahre. Das Buch Hiob auch kam vor dem Gesetz, vor die Zeit mit den Juden. Und was hat Hiob getan? Er hat selber Opfer dargebracht. Warum? Weil es noch nicht das Gesetz gab. Es gab keine Priester und so weiter. Und so für die ersten 2000 Jahre Gott arbeitet direkt mit Menschen. Dann kam Abraham. Und Gott hat Abraham ausgewählt und aus Abraham hat er ein großes Volk gemacht. Und er fing an zu dieser Zeit mit den Juden zu arbeiten. Und viele leider hassen die Juden. Und es gab immer Hass gegen die Juden. Warum? Weil es Gott ausgewähltes Volk ist. Menschen werden immer hassen, was Gott liebt. Also das ist nicht neu, oder? Also die Menschen heutzutage, das geht immer noch heute. Aber Gott hat die Juden ausgewählt und mit den Juden gearbeitet. Aber heißt das, dass Gott den Rest der Welt gehasst hat und die nicht? Nein, überhaupt nicht. Es steht in 2. Mose 19. Der Grund, wofür Gott Israel, die Juden, ausgewählt hat, damit Israel ein Licht sein könnte für die ganze Welt. Das ist eigentlich ein Zeichen der Liebe von Gott. Gott hat die Welt nicht einfach allein gelassen. Nein, ich gebe euch ein ganzes Volk, das ein Licht sein kann. Wo könnt ihr mich finden? In Israel, in Jerusalem, überall klar. Aber um Gott anzubeten zu der Zeit, musste man zu Jerusalem kommen, musste man Jude werden eigentlich. Nicht um das ewige Leben zu bekommen, dann musste man einfach den Messias der Juden annehmen. Aber um Gott richtig anzubeten, musste man Jude werden zu dieser Zeit. Aber Gott liebte die ganze Welt. Und aus diesem Volk hat er Propheten gerufen, hat er Könige gerufen. Und diese Propheten und diese Menschen sind zu anderen Ländern auch gegangen. Warum? Um die gute Botschaft zu predigen. Um zu predigen, dass es einen Gott gibt, Jehova. Und dieser Gott hat eine Lösung für das Problem der Menschen. Dieses Problem ist die Sünde und die Lösung ist der Messias. Und so Gott dann arbeitete mit Israel nicht, weil er den Rest der Welt hasste, nein, weil er den Rest der Welt liebte. Aber dann kam Jesus. Und wer war Jesus? Der Messias. Nun, Jesus erfüllte das ganze Alte Testament, er erfüllte die Versen. Warum gab es das Gesetz? Um uns zu zeigen, dass wir Sünder sind, oder? Es gibt dieses Gesetz und der Paulus hat geschrieben, es ist unmöglich, das Gesetz zu erfüllen. Ich habe keine Chance. Das Gesetz sagt, ich soll Gott lieben, ich soll Gott dienen, ich soll nicht lügen, ich soll nicht klauen und viele andere Dinge. Wer ist perfekt? Wer hat nie ein einziges Gesetz gebrochen? Niemand. Und deswegen, das ist unser Lehrer, es bringt uns zu dem Punkt, es bringt uns zu dem Schluss, ich habe keine Chance. Dann kam Jesus. Und er hat die
Das, was das Gesetz verlangt hat, absolute Heiligkeit, Jesus hat es erfüllt. Und von dieser Zeit an, nachdem Jesus gestorben ist, sagte, warte, der Heilige Geist kommt und der Heilige Geist wird euch Kraft geben. Dann, nur dann, könnt ihr anfangen, zu der Welt zu gehen. Und das ist der Anfang der Gemeinde. Jetzt, seit 2000 Jahren, das ist einfach interessant, 2000 Jahre mit den Menschen, 2000 Jahre mit Israel, jetzt 2000 Jahre mit der Gemeinde. Nun, ich sage nicht, das heißt automatisch, dass Jesus dann sofort kommt. Er könnte kommen. Könnte heute, morgen kommen, das ist klar. Vielleicht wartet er 100 Jahre, ich weiß nicht. Aber vielleicht 2000 Jahre, 2000 Jahre, 2000 Jahre. Vielleicht kommt er bald. Ich weiß das nicht, aber er könnte bald kommen. Aber bis Anfang dieser Zeit, der Gemeindezeit, war dann auch Pfingsten. Warum war es so wichtig, dass die Gemeinde erst gegründet werden könnte, nachdem der Heilige Geist gekommen ist? Man muss einfach das Neue Testament lesen. In dem Neuen Testament, Paulus schreibt in Epheserbrief zum Beispiel, es gibt nur Einheit von Menschen aus der ganzen Welt. Es gibt Juden und Heiden zusammen in einem Leib. Es gibt Amerikaner und Deutsche und Menschen aus der ganzen Welt. Und die kommen zusammen in einer Versammlung. Das ist unmöglich. Die ganze Geschichte der Menschen ist Krieg, ein Landkrieg gegen ein anderes Land. Das ist die ganze Geschichte. Heutzutage passiert das immer noch. Die Menschen unterscheiden sich, die trennen sich voneinander. Das, was heute in Amerika passiert, in Minneapolis und die Menschen, die finden immer Gründe, wo sie sich trennen können und einander zu hassen. Das ist nicht neu, überhaupt nicht neu. Und Gott wusste das. Wie kann es eine Gemeinde geben mit Menschen, Sklaven und Freien und Schwarzen und Weißen und Juden und Heiden, alles in einem Leib? Es ist nur möglich, wenn der Heilige Geist in dem Herzen von diesen Menschen ist. Und deswegen sandte er den Heiligen Geist als unser Beistand, als unser Tröster. Und der Heilige Geist macht es möglich, dass wir die Gemeinde haben können. Deswegen fing die Gemeinde erst an, nachdem er gekommen ist. Nun, wir haben keine Zeit mehr. Laut dem Gesetz müssen wir aufhören. Aber nächste Woche machen wir weiter. Und wir sehen, was hier gepredigt worden ist, was der Heilige Geist getan hat. Und diese Zungenreden und diese anderen Themen. Und das sehen wir dann in der nächste Woche. Und wir sehen die Kraft und die Autorität und was bestätigt worden ist an diesem Tag. Und wie wichtig das ist auch für uns und wie wichtig die Gemeinde ist. Wenn das ganze Neue Testament spricht von der Gemeinde und die Schrift nennt das die Gemeinde auch, wie sagt es, es gibt diese Heirat zwischen Jesus und die Gemeinde. Genau, Braut und Bräutigam. So wichtig ist die Gemeinde in dem Neuen Testament. Meine Frage ist, warum halten so viele Menschen die Gemeinde für unwichtig? Warum? Wir haben das in Neutraling erfahren. Menschen kommen und sagen, die Gemeinde ist nicht so wichtig. Wir müssen nicht so oft kommen zum Gottesdienst oder zur Gemeinde. Wir müssen nicht so oft mit unseren Geschwistern reden. Wir können Gott auf einem Hügel anbeten. Wir können Gott auf dem Berg anbeten. Ja, kannst du. Aber steht es in der Schrift? Nein, es steht in der Schrift, die Gemeinde ist wichtig. Die Gemeinde, nun, das Heil kommt nicht von der Gemeinde, also dieses Thema ist was anderes. Aber Gemeinschaft und Ermutigung und Hilfe und so viele andere Sachen. Es steht sogar in Timotheus, dass die Gemeinde verantwortlich ist, die Wahrheit zu bewahren. Der Heilige Geist kam und hat uns ein wunderbares Geschenk gegeben, die Möglichkeit, eine Gemeinde zu haben, dass wir in Frieden zusammenkommen können, kein Streit oder mindestens, dass wir mit dem Streit umgehen können. Er hat uns dann die Möglichkeit, Frieden in der Gemeinde zu haben, gegeben. Nun machen wir nächste Woche dann weiter, aber lasst uns beten und zum Schluss kommen.